Die Verwaltung von Produktdaten sollte einfach sein, ist aber oft zeitaufwendig. Ein integriertes PIM- und DAM-System ermöglicht eine zentrale Steuerung von Produktinformationen und digitalen Dateien. Mit Containers Product Information Management Tool ist unser marktführendes Digital Asset Management bereits enthalten. In diesem Video zeigen wir jedoch ausschließlich die zentralen PIM-Funktionen. Schauen wir uns nun das PIM einmal genauer an. In der Hauptansicht des Bereichs Produktinformationen werden alle Produkte angezeigt, inklusive aller Produktvarianten. Beim Klick auf ein Produkt sehen Sie alle für Ihre Produkte relevanten Datenfelder. Felder lassen sich gruppieren, um die bestmögliche Nutzererfahrung zu schaffen. In meiner Demo habe ich die Felder unterteilt in Produktdetails und Daten aus dem ERP-System, Marketing- und SEO-Texte, ESG-Daten sowie Assets. Assets wie Bilder, Videos, Produktblätter oder technische Anleitungen werden automatisch über das DAM-System mit den jeweiligen Produkten verknüpft. Sie können die Reihenfolge festlegen, in der sie etwa im Webshop angezeigt werden. Beachten Sie, dass meine Felder nur Beispiele sind. Sie erhalten genau die Felder, die zu Ihren Produkten und Abläufen passen. Und Sie können sie jederzeit erweitern, wenn Ihr Unternehmen wächst. Mit verschiedenen Feldtypen wie Checkboxen, Zahlenfeldern, Texteingaben oder Dropdown-Menüs lassen sich alle Arten von Produktdaten pflegen und automatisierte Workflows einrichten. Apropos Dropdown-Felder, die verfügbaren Optionen nennen wir Ressourcen. Ressourcen sind vordefinierte Werte für Produktgruppen, Märkte, Farben, Zertifikate oder verwandte Produkte. Jeder Ressourcenwert kann mehrere Unterwerte enthalten und verschiedenen Produkten zugeordnet werden. Container unterstützt zudem KI-gestützte automatische Texterstellung und Übersetzung. Sie müssen lediglich Ihr OpenAI-Konto verbinden. Wählen Sie aus vordefinierten Prompt-Aufgaben oder geben Sie Ihren eigenen Prompt ein. Zusätzlich zu allen Feldern können Sie auch übergeordnete Datendimensionen nutzen. Eine Dimension ist eine feldabhängige Variante, zum Beispiel Sprache, Währung oder Maßeinheiten wie Zentimeter oder Zoll. Werfen wir einen Blick auf die linke Seite. Das hier sind Ihre Kanäle. Ein Kanal ist eine Auswahl von Produkten, die bestimmten Kriterien entsprechen. Zum Beispiel kann ein Kanal alle Produkte einer bestimmten Kategorie enthalten. Oder alle Produkte anzeigen, die in einem bestimmten Webshop live und aktiv sind. Verwenden Sie Kanäle zur Qualitätskontrolle, indem Sie etwa alle Produkte filtern, bei denen ein Bild oder eine Übersetzung fehlt, und erhalten Sie so einen Überblick über Ihre gesamten Webshop- und Marktplatzintegrationen. Sehen Sie sich die Vollständigkeit einer Produktauswahl an, bei der Sie vorher definiert haben, welche Datenfelder ausgefüllt sein müssen, damit ein Produkt für den jeweiligen Zweck als 100% vollständig gilt. Erstellen Sie einfach die Kanäle, die Sie für Ihre eigenen Workflows und Integrationen benötigen. Nehmen wir an, ich möchte einen Kanal erstellen, um Daten für einen bestimmten Händler zu exportieren. Zuerst wähle ich aus, welche Felder für diesen Händler überhaupt relevant sind. Wenn Sie möchten, können Sie die Felder auch sortieren. Das ist zum Beispiel beim Export nach Excel hilfreich. Nachdem wir alle gewünschten Felder ausgewählt haben, müssen wir entscheiden, welche Produkte in diesen Kanal aufgenommen werden sollen. Eine Möglichkeit wäre, einfach bestimmte Artikelnummern einzugeben, die in der Liste angezeigt werden sollen. Eine andere Möglichkeit ist, dynamische Produktlisten zu erstellen. In diesem Fall sollten Sie den Kanal in einen Smart-Kanal umwandeln. Das bedeutet, dass wir Filterkriterien hinzufügen, die laufend bestimmen, welche Produkte enthalten sein sollen. Speichern Sie diese Filter im Kanal, um ihn in einen dynamischen Smart-Kanal zu verwandeln. Sie können individuelle Berechtigungen für jeden Kanal festlegen, für bestimmte Nutzer oder Nutzergruppen. Dabei können Sie zwischen Lese-, Download-, Bearbeitungs- oder Löschrechten für einzelne Kanäle wählen. Zum Beispiel habe ich eine Übersetzerin, der ich Zugriff auf einen Kanal gebe, der alle Produkte anzeigt, bei denen die deutsche Übersetzung fehlt. Ich gebe ihr Leserechte für alle englischen Felder und Schreibrechte für die deutschen Felder. Nutzer können Kanäle abonnieren und benachrichtigt werden, sobald neue Produkte hinzugefügt werden. Und wenn es sich um einen Smart-Kanal handelt, werden Produkte automatisch entfernt, sobald sie die Kriterien nicht mehr erfüllen. Zum Beispiel, wenn die deutschen Übersetzungen genehmigt wurden. Ein weiteres Beispiel wäre ein Lieferant, der direkten Zugriff auf die Pflege seiner eigenen Produkte in Ihrem PIM erhält. Sie können Produktdaten auch im Stapel bearbeiten.
Je nach Feldtyp stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung, um Werte schnell und einfach für mehrere Produkte anzupassen. Sie können Daten auch exportieren, lokal in Excel anreichern und anschließend wieder importieren. Beim Export von Produktinformationen und Assets können Sie individuelle Ausgabeformate wählen, etwa für Excel, PDF oder Word, basierend auf Ihren Markenrichtlinien. Im Container-DAM können Sie festlegen, ob Bilder automatisch zugeschnitten oder in bestimmte Formate für Reseller konvertiert werden sollen. Und schließlich bietet Container eine vollständige API zur Unterstützung aller benötigten Integrationen sowie ein Admin-Interface, über das Sie Produktdatenfelder pflegen und hinzufügen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie das System selbst ausprobieren oder sehen möchten, wie andere Unternehmen Container PIM nutzen, buchen Sie einfach eine unverbindliche Demo mit einem unserer Produktexperten.